good to see so many of you back. Schön, dass so viele heute Nachmittag wieder da sind. And as Christopher introduced, we are looking at the subject of none of these diseases. Wie bereits Christopher vorgestellt hat, das Thema heute wird sein, keine dieser Krankheiten. We're actually looking at that Bible text that we explored earlier. Wir schauen uns den Bibeltext nochmal näher an, den wir bereits schon betrachtet haben, As a background to today's presentation. als Hintergrund für den Vortrag heute Nachmittag. The story that we read about in 2 Moses Die Geschichte, die wir dort im 2. Mose uns angeschaut haben, actually took place in roughly this location on the Sinai Peninsula. fand ungefähr an dem eingekreisten Ort hier auf der Sinai-Halbinsel statt. And we read earlier today those words in Exodus 15:26 Und wir haben bereits in 2. Mose 15, Vers 26 heute diesen Text gelesen. that we've already been reminded of. Christoph hat das schon zitiert. And we're going to just read that again for those of you who either have a short memory or who weren't with us. Für diejenigen, die entweder ein kurzes Gedächtnis haben oder diejenigen, die nicht dabei waren, wollen wir den Text jetzt noch einmal lesen. Remember, this was God's promise to his people. Denkt bitte daran, das war das Versprechen, die Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. If you diligently heed the voice of the Lord your God Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst and do what is right in his sight, und tust, was vor ihm recht ist, give ear to his commandments Und and seine keep all his statutes, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf die Ägypter gelegt habe. For I am the Lord who heals you. Denn ich bin der Herr, der dich heilt, dein Arzt. So we've got some key points here, first of all. Wir haben hier zunächst einige Schlüsselpunkte. First, God connects healing with following his counsel. Gott verknüpft Heilung mit dem Befolgen seiner Ratschläge. And second, spiritual obedience and physical health are linked together. Und geistliche Gehorsam und körperliche Gesundheit sind miteinander verknüpft. So in return for obedience, Als Folge für den Gehorsam God promised them none of the diseases of the Egyptians. hat Gott ihnen versprochen, dass sie keine der Krankheiten der Ägypter haben würden. So there's an obvious question. Das ist also eine ganz offensichtliche Frage jetzt hier. What were those diseases? Was waren das für Krankheiten? And beyond that, Und darüber hinaus, does modern science provide any evidence that the Bible principles would prevent those diseases? gibt uns die moderne Wissenschaft irgendwelche Hinweise darauf, dass diese Prinzipien in der Bibel offenbart wurden, tatsächlich stimmen. So let's look at some of those questions and look at the answers. Wir wollen uns also einige dieser Fragen anschauen und die Antworten betrachten. Now, when it comes to the diseases of ancient Egypt, In Bezug auf die Krankheiten des alten Ägyptens, there's probably no single greater resource than the mummies of Egypt. dann gibt es wahrscheinlich keine bessere Quelle dafür als die Mumien aus Ägypten. Now, a lot of people haven't thought about why there are mummies at all. Die meisten Menschen haben sich wahrscheinlich noch gar nicht darüber Gedanken gemacht, warum gibt es überhaupt diese Mumien? Why did the Egyptians mummify their dead? Warum haben die Ägypter ihre Toten mumifiziert? Well, we get many insights from a variety of sources. Wir haben einige Kenntnisse darüber aus verschiedenen Quellen. Something called the Book of the Dead Das sogenannte Buch der Toten was something that has been found with many of the mummies. ist also etwas, das zusammen mit vielen der Mumien gefunden wurde. This was a collection of spells that was often put with the deceased. In diesem Buch war also eine Sammlung von Zauberformeln, die zusammen mit den Toten dort deponiert wurden. From sources like that, we know that the Egyptians believed that there was a spirit called the Ka, Und wir wissen aus diesen Quellen, dass die Ägypter glaubten, dass es einen Geist mit Namen Ka gibt. and it was linked to the physical body. Und dieser Geist Ka war verknüpft mit dem Körper. If you killed the body, or if the body was destroyed after death, Wenn man also den Körper tötete oder wenn jetzt nach dem Tod der Körper zerfiel, then the Ka was destroyed along with it. dann wurde zusammen mit dieser Zerstörung des Körpers auch Ka zerstört. So it was very important for the Egyptians to maintain the physical body, Es war also deswegen sehr wichtig für die Ägypter, dass der Körper, der physische Körper, erhalten blieb. and that's why they mummified their dead. Und das war der Grund, warum sie ihre Toten mumifizierten. Now, they had some other interesting beliefs.
Sie hatten noch andere interessante They Glaubenspunkte. apparently realized that even with all their mummification work, Offensichtlich wurde ihnen bewusst, dass trotz ihrer ganzen Mumifizierungstechniken something could happen to the corpse. mit dieser Leiche immer noch etwas passieren konnte. And so they believed that a statue of the person could also serve the same purpose. Sie glaubten also deswegen, dass eine Statue dieser Person dem gleichen Zweck dienen konnte. And that's why you often find statues of wealthy Egyptians, Und das ist der Grund, warum man so häufig Statuen von reichen Ägyptern finden kann. at least in the context of death and burial. Zumindest im Zusammenhang mit Tod und Beerdigung. But for the purpose of our discussion, immortality in the Egyptian mind depended on preserving the corpse. Aber für unsere Diskussion jetzt ist hier wichtig, dass eben die Unsterblichkeit der Ägypter damit zusammenhing, dass sie den Körper erhielten. So what about the term mummy? Wie steht es jetzt mit diesem Ausdruck Mumie? It was actually a term coined by Arabs. Es war ein Begriff, der von den Arabern geprägt wurde. You see, some of the early mummies they found coated with this black resin material. Einige der ganz frühen Mumien fand man also, die mit diesem schwarzen Harzmaterial mumifiziert worden waren. They thought it was bitumen, Das war so eine Art Asphalt, eine Teersubstanz. and they called the bodies mummies after the word mumia, which is the Arabic word for bitumen. Und das arabische Wort für Asphalt oder Teer ist Mumia und nach diesem Wort hat man dann die Mumien eben Mumien genannt. Well, how did they actually mummify their dead? Wie haben sie tatsächlich nun diesen Mumifizierungsprozess durchgeführt? This is important to understand because it will help us realize why they are so well preserved. Das ist wichtig, sich anzuschauen, weil es uns nämlich Kenntnis darüber gibt, warum diese Mumien tatsächlich so gut konserviert worden sind. Now, we don't have any extant or any existing technical description of how they did mummification. Wir haben heute keine detaillierte Beschreibung mehr, keine technische Beschreibung, wie sie tatsächlich das gemacht haben. But we see things like this in the Valley of the Kings that illustrate them preparing bodies for mummification. Aber wir haben hier bestimmte Zeichnungen, zum Beispiel im Tal der Könige, wo gezeigt wird, in welcher Form sie diese Technik durchgeführt haben. We also have the writings of the famous Greek historian Herodotus. Zusätzlich haben wir also die Schriften von dem griechischen Historiker Herodot. Herodotus actually described 3 methods of mummification. Herodot hat 3 verschiedene Methoden der Mumifizierung beschrieben. The wealthy had a very elaborate process. Für die Reichen gab es einen sehr umfangreichen Those Prozess. who weren't so wealthy had a little bit less intricate a process. Und für die nicht ganz so Reichen war dieser Prozess nicht ganz so detailliert und ausgefeilt. And then the common people just had a very rudimentary mummification process. Und für das allgemeine Volk hatte man eine Mumifizierung, die nur sehr begrenzt war im Vergleich zu den anderen Techniken. So which of these processes do you think afforded the best mummification and the most lasting results? Was meint ihr wohl, welche der 3 Methoden hat also die besten Resultate gezeigt, die am längsten sichtbar waren? That's right. The very best preservation was the preservation for the Die wealthy. beste Konservierung war natürlich die Methode, die sie für die Reichen durchgeführt haben. So let's look at how they actually did it. Und wir wollen uns das jetzt einmal anschauen, wie sie das gemacht haben. First, what they did is they made incisions to remove the organs Als erstes hat man den Körper aufgeschnitten, um die inneren Organe zu entfernen, because the organs would decay very rapidly. denn die Organe sind sehr schnell in Zerfall übergegangen. Then they added spices and frankincense to the Dann hat body. man gewisse Gewürze und Weihrauch in den Körper hineingetan. They would dry the body out in a special salt called natron. Und dann hat man den Körper in einem ganz bestimmten Salz, in Natron, in Soda ausgetrocknet. They'd pack the bodies with linen and sawdust. Inside the cavities. Inside, Und after dann they took the organs die out. Höhlen, die leeren Bauchhöhlen, die wurden dann mit Leinen oder mit Holzspänen vollgepackt. And finally, they would wrap the body, Und schließlich hat man den Körper dann gewickelt. put the mask on, and put it in the Und coffin. dann hielten sie noch eine Maske und wurden dann in den Sarg, in den Sarkophag gelegt. Here's a artist's conception of actually how they did the process. Hier hat sich ein Künstler
vorgestellt, wie dieser ganze Vorgang aussah. You see them removing the organs here. Man kann sehen, wie dort die Organe entfernt werden. And then they're going to be adding, I know this may look like a snake or something to you, but it's supposed to be the intestines. Das sieht vielleicht für euch wie eine Schlange aus, aber das ist wahrscheinlich der Darm, der dort gerade entfernt wird. Und dann hat man eben noch was zugefügt. They actually had special tools to remove the organs. Es gab ganz bestimmte Instrumente, Werkzeuge, mit denen sie die Organe dort entfernt haben. And then they would take out a number of the organs and put them in these canopic jars. Und dann wurde ein Teil der Organe, der entfernt wurde, in diese Kanopen getan, in diese Gefäße dort. These special jars would then be put in the tomb. Und diese besonderen Gefäße wurden dann in die Grabhöhle mit hineingestellt. There's all kinds of different canopic jars that have been found. Man hat also unterschiedliche Kanopen gefunden. And some of the more interesting ones you find in Pharaoh's tombs. Und natürlich die interessanteren findet man in den Gräbern von den Pharaonen. These are the canopic jars from King Tut's tomb. Und hier haben wir zum Beispiel die Kanopen aus dem Grab von König Tut. King Tut's jars were put in a special chest. Und hier sehen wir, dass hier von König Tut diese Kanopen in eine ganz bestimmte Truhe hineingestellt wurden. And then that chest was placed in a gilded ark, a golden ark or shrine. Und diese Truhe wurde dann in eine vergoldete Lade oder in einen Schrein hineingestellt. For some of you who are Bible students, there's some interesting parallels here, aren't there? Für einige von euch, die in der Bibel lesen, gibt es hier ganz interessante Parallelen, nicht wahr? This is actually a photograph of what Howard Carter saw when he came into the tomb of King Tut. Als Howard Carter das erste Mal in die Grabstätte von König Tut kam, hat er eine Fotografie angefertigt und das können wir hier sehen, was er dort gesehen hat. And this is that golden shrine. Wir sehen also da diesen vergoldeten Schrein. Well, what was left over then after the organs were removed? Nachdem die Organe entfernt wurden, was war dann übrig? This is an actual scan of a mummy. Hier haben wir einen Scan von einer Mumie. And it's actually showing you basically all the insides have been cleaned out. Und man kann sehen, dass also das Innere sozusagen gesäubert worden ist. Es ist alles entfernt worden. There's still a remnant of the heart that was left in the body. Das war ein gewisses Überbleibsel des Herzens noch zu sehen im Körper. And so remember though, then the body was going to be filled ultimately with other things, the Und schließlich cavities. wurde dann die Höhle, diese entleerten Körperhöhlen wurden mit anderen Dingen aufgefüllt. But before that was all accomplished, the body was dried out in this special salt. Aber davor wurde dann der Körper eben getrocknet in einem ganz bestimmten Salz. And this salt would draw moisture into it. Und das war ein Salz, was Flüssigkeit, also Feuchtigkeit angezogen hat. And would help dry out the body. Und dadurch ging der Trocknungsprozess des Körpers schneller So voran. they would pack the body inside and out with this salt. Das heißt, dieses Salz, das wurde innerlich und äußerlich auf den Körper aufgetragen. And remember, this was conducted over a period of 10 weeks. Und dieser ganze Prozess dauerte ungefähr 10 Wochen. This is a salt that occurs naturally in the area of Egypt. Und in Ägypten findet sich dieses Salz eben natürlicherweise dort draußen in dem geografischen Bereich. After that 70-day process was done, That was 70 days, right? 70, yeah. Ja. Nachdem also dieser 70 Tage andauernde Prozess vorbei war, The body cavities would then be filled with linen, like a cotton material. hat man die Körperhöhlen ausgefüllt mit Leinen oder baumwollartigen Stoffen. And then they would wrap the body Und dann hat man den Körper eingewickelt and basically prepare it for the final burial. und vorbereitet für die letztendliche Bestattung. And ultimately you had the finishing touches like the mask Und ganz zum Schluss hat man dann die letzten Feinarbeiten getan, zum Beispiel die Maske aufgesetzt and then the coffin. und in den Sarg gelegt. So the key question, remember why we looked at all this, Also die entscheidenden Fragen hier, warum haben wir uns das überhaupt angeschaut, is we want to look at these amazingly well-preserved mummies, ist, dass wir uns diese wirklich sehr gut erhaltenen Mumien anschauen wollen and we want to see what diseases the Egyptians had. und wollen die Frage beantworten, welche Krankheiten hatten denn nun die Ägypter?
Well, we're fortunate because a lot of research has been done on mummies. Wir haben dort Glück, denn es ist eine ganze Menge an Forschungsarbeit in Bezug auf die Mumien getan worden. One of the early researchers was Dr. James Harris, Dr. James Harris war einer der ersten Forscher auf diesem Gebiet, who started doing radiologic studies of the der mummies. angefangen hat, die Mumien radiologisch zu untersuchen, also That was back in the zu 1960s. röntgen. Das war in den 60er Jahren. Since that time, we've had the work of Dr. Rosalie David from Manchester, England. Danach haben wir einen weiteren Forscher, der in dem Bereich gearbeitet hat, aus England, aus Manchester, Dr. Rosalie David. She actually did autopsies on some of the mummies. Sie hat also bei einigen dieser Mumien Autopsien durchgeführt. And then the most recent generation of researchers Und in der letzten Generation der Forscher is represented by people like Dr. Angelique Cortals, finden wir zum Beispiel Dr. Angelique Cortals. who's actually been doing DNA studies on the mummies. Sie hat an den Mumien DNA-Studien durchgeführt. So let's see what we've learned from these researchers. Jetzt wollen wir mal sehen, was uns diese Forscher zu sagen haben. Most of you have heard of Ramesses Die II, meisten von Ihnen haben wahrscheinlich von Ramses II. Schon gehört, also known as Ramesses the Great. auch bekannt als Ramses der Große. So one of the so-called great pharaohs. Also einer der sogenannten großen Pharaonen. This is a representation of Ramses at the famous temple in Abu Simbel, Egypt. Wir haben also hier bei dem berühmten Tempel in Abu Simbel in Ägypten eine Statue von Ramses. The evidence is that Ramesses died of a massive heart attack. Und alles weist darauf hin, dass Ramses an einem massiven Herzinfarkt verstorben ist. Actual specimens of his arteries show often what appears to be near complete occlusions. Man hat also seine Arterien untersucht und hat gesehen, dass die meisten seiner Arterien fast vollständig verstopft sind. Well, there's other insights and other published sources that talk about the diseases of the Egyptians. Es gibt noch andere Veröffentlichungen, andere Erkenntnisse, die über die Krankheiten der Ägypter uns Kenntnis geben. Carol Reeves's book, Egyptian Medicine, will give you some insights if you want to read more about it. Wenn man also sich näher damit beschäftigen möchte, zum Beispiel das Buch von Carol Reeves über ägyptische Krankheiten, erzählt eine ganze Menge. She has pictures like this one that's showing hardening of the arteries. Sie hat zum Beispiel Bilder wie dieses, wo eine Verhärtung der Arterien zu sehen ist. Showing you again that this was not a unique process with Ramesses. In other words, other people had arterial also disease. man kann hier sehen, dass es eben nicht ein Einzelfall war, dass Ramses an dieser Krankheit verstorben ist, sondern viele andere hatten eben auch diese Arterienverkalkung. So why did the wealthy Egyptians have disease of their arteries? Was ist jetzt der Grund, dass die reichen Ägypter Arterienerkrankungen hatten? They actually followed a lifestyle that we now know today promotes hardening of the arteries. Sie haben tatsächlich einen Lebensstil gehabt, von dem wir heute wissen, dass er die Verhärtung von Arterien fördert. They had lots of leisure Sie hatten viel freie Zeit and very little exercise. und sehr wenig körperliche Bewegung. They ate lots of animal products. Sie haben sehr viel tierische Produkte gegessen. Listen to this description of their lifestyle. Lesen wir einmal diese Beschreibung ihres Lebensstils. The Egyptian nobles shaved, Die ägyptischen Adligen rasierten sich, bathed frequently, haben häufig gebadet and sometimes put on a ceremonial wig. und haben manchmal eine zeremonielle Perücke aufgesetzt. Mir fiel das Wort He nicht wore ein. a white linen skirt and sandals. Sie haben weiße Leinenröcke und Sandalen getragen At times threw a light shawl over his shoulders. und ab und zu haben sie einen leichten Schal über die Schultern geworfen, With jeweled collars, Juwelen auf ihren Kragen, ear studs, Ohrringe quasi, fly whisks, diese Wedel, mit denen sie die Fliegen weggescheucht haben, he and his wife expressed sophisticated elegance. haben er und seine Frau einfach Eleganz ausgestrahlt. How did they live? Wie haben sie gelebt? Their manor house was designed for light and airiness. Ihr herrschaftliches Haus war so entworfen, dass viel Licht und Luft durchging. They sat on chairs and dined at a table. Sie saßen auf Stühlen und haben an einem Tisch gespeist. They could take their leisure in an arbor of the Sie garden, konnten ihre freie Zeit in einer Laube im Garten verbringen listening to a blind harper chant a love song or an old und heroic einem tale. blinden Harfenspieler
zuhören, wie er Liebeslieder sang oder eine alte Heldengeschichte erzählte. So it's a picture of a people that love their leisure. Das heißt, hier wird ein Bild gezeichnet von Leuten, die ihre Freizeit genossen haben. That were concerned about their appearance. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie ihr Äußeres ist. And it's very interesting what activities they would engage in. Und es ist sehr interessant zu sehen, welche Aktivitäten sie hier gemacht haben. Listen to this description. Hören wir uns mal folgende Beschreibung an. Wearing their finest regalia. Sie haben also ihre besten Insignien getragen. And cones of sweet-smelling ointment on their heads. Und kleine Gefäße mit süß riechenden Ölen und getragen am Kopf. So this was what they used instead of perfume. Das heißt, anstelle von Parfum haben sie diese kleinen Gefäße dort gehabt. So these things in the hot environment would gradually melt. Diese Sachen sind also in der heißen Umgebung dort langsam geschmolzen. And put out this fragrance. Also you mean the warmth of the skin? Yeah, and then the heat and the temperature. Okay. Yeah. Also durch die Körpertemperatur und die Hitze der Sonne ist das dann langsam geschmolzen und dadurch hat es seinen Duft entwickelt. So how many of you would like to switch to that method for perfume and cologne? Wer würde gerne also anstelle von Kölnisch Wasser und Parfum diese Methode benutzen? Well, regardless of whether it sounds like a good idea to you or not, that's what they did. Also egal, ob uns das heute eine gute Idee erscheint, so haben sie es damals gemacht. They would attend gala dinner parties where each guest was assigned a servant. Sie haben Gala-Dinnerpartys besucht, wo jeder Gast einen Diener für sich selbst, also für sich allein hatte. And perhaps they had servants that were fanning them to keep the flies away and keep them cool. Und diese Diener haben vielleicht diese Wedel gewedelt, damit sie die Hitze nicht so merken und damit die Fliegen wegbleiben. Were they given a sparse diet? Haben sie dort eine kärgliche Ernährung bekommen? No, they were plied with food and drink to the full. Sie wurden also mit Essen und Trinken bis zum Oberrand Unterlippe vollgepackt. And it says the high point in the entertainment came with the acrobatic dancers. Und der Höhepunkt der Lustbarkeit kam dann mit den akrobatischen Tänzern. Scantily clad girls specializing in the high kick. Spärlich bekleidete Mädchen, die spezialisiert waren auf den Höhepunkt. Does this sound like any other societies that you've ever heard of? Klingt das für wie irgendeine andere Gesellschaft, die wir vielleicht kennen, von der wir schon mal gehört haben? Where else would you see a culture where people like to eat lots of food and? Wo sehen wir sonst noch eine Kultur, wo die Menschen sich mit Essen vollpacken und? Okay, I hear someone saying Rome. Hier sagt jemand Rom. Have any of you visited the United States? Hat irgendjemand von Ihnen schon die Vereinigten Staaten mal besucht? I don't know how it is here in Germany. Ich weiß ja nicht, wie das hier in Deutschland ist. But this doesn't sound that much different than a lot of what people value in my country. Aber das, was wir hier beschrieben finden, klingt nicht sehr viel anders als das, was die Menschen in meinem Land schätzen. Now, granted, don't let me be too unkind to my fellow Americans. Vielleicht sollte ich zu meinen Mitbürgern in den USA nicht zu unfreundlich sein. Yeah, more and more people are understanding the message of preventive medicine. Mehr und mehr Menschen dort verstehen auch die Botschaft der präventiven Medizin. But this idea of a life of leisure and rich foods. Aber diese Vorstellung, so ein süßes Leben zu führen mit viel freier Zeit und viel gutem Essen, is still very common. Ist immer noch sehr verbreitet. Well, the diet of the wealthy Egyptian, what was it like? Die Ernährung der reichen Ägypter, wie sah die aus? We have insights both from art and archaeology. Also sowohl aus der Archäologie als auch aus den Zeichnungen aus der Kunst können wir darauf eine Antwort finden. So what do you think they liked? Was glauben Sie, was sie gerne gegessen haben? Yes, some of the things they liked was their animal products. Einige der Dinge, die sie mochten, waren diese tierischen Produkte. It says, while the food of the common people was adequate, barely adequate at best. Hier heißt es, während die Ernährung des allgemeinen Volkes kaum ausreichte. And during the recurring corn dearth, sadly lacking. Und während der sich ständig wiederholenden Trockenheiten und wo es kein Getreide gab, wirklich Mangel an Nahrung herrschte. The affluent certainly knew how to live it up. Wussten die Reichen mit Sicherheit, wie sie das
auslebten. Das Gegenteil also davon taten. They ate some good things like vegetable and fruit. Sie haben tatsächlich auch einige gute Sachen gegessen, wie Gemüse und Früchte. But they also ate lots of meat. Aber sie haben auch sehr viel Fleisch gegessen. And alcoholic beverages. Und Alkohol und andere Getränke getrunken. So there were lots of varieties of meat that they ate, including partridge, quail, pigeon, ducks and geese. Und sie hatten sehr viele unterschiedliche Fleischsorten hier von domestizierten Tieren. Dazu gehörte also auch Schweinefleisch, Geflügel, Gänse, Enten, Wachteln, Wild, Geflügel aller Art. Yeah, so they probably did have pork as well, you're right, even though it's not on this list. I thought you said that. No, that's okay. Also Schweinefleisch steht hier eigentlich nicht auf der Liste, aber wahrscheinlich haben sie das auch gegessen. So other mummies reveal other heart disease risk factors. Und andere Mumien zeigen andere Risikofaktoren für Herzkrankheit. We want to look at an amazing lady pharaoh. Wir wollen uns hier einen ganz erstaunlichen Pharao anschauen, der nämlich eine Frau war. And this was Hatshepsut. Und das ist Hatshepsut. How many of you heard of Hatshepsut? Wie viele von Ihnen haben von Hatshepsut schon mal etwas gehört? Yeah, she's a very famous female pharaoh. Sie ist eine sehr berühmte weibliche Pharaonenfigur. Many people believe that she was the one who adopted Moses. Und viele glauben, dass sie diejenige war, die Mose adoptiert hat. Hatshepsut was a very interesting woman. Hatshepsut war eine sehr interessante Frau. Because she actually ruled Egypt as king and not queen. Denn sie hat Ägypten als König und nicht als Königin regiert. Das ist also ein Unterschied. She wore all the royal trappings, all the royal headpieces. Sie hat also all die königlichen Attribute, bestimmte Teile, die am Kopf getragen wurden oder dieser Bart, die hat sie als Königin, als König getragen. Well, about 6 years ago, vor ungefähr 6 Jahren, newswires throughout the world carried an amazing story. Gab es eine sehr interessante Geschichte, die durch Newswires verbreitet wurde. Mummy is Egypt's most powerful female pharaoh. Die Mumie ist die mächtigste weibliche Pharaonenfigur Ägyptens. And they had found, actually had identified the mummy of Hatshepsut. Und sie hatten tatsächlich dort eine Mumie identifiziert, die Hatshepsut selbst war. And look what they discovered. Und schauen wir uns an, was sie dort entdeckt haben. She was an obese woman. Eine sehr dicke Frau. She had diabetes. Sie hatte Diabetes. And liver cancer. Und Leberkrebs. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Are these diseases that only Egyptians faced? Sind das Krankheiten, mit denen nur die Ägypter konfrontiert waren? Do you know, in the world today, one of the great epidemics is diabetes. Wissen Sie, in der Welt heute eine der größten Epidemien ist Diabetes. And we're learning diabetes has a lot to do with genetics. Und wir wissen, auf der einen Seite hat Diabetes eine ganze Menge mit unseren Genen zu tun. But even if you have bad genetics, aber selbst wenn wir dort eine Belastung haben in den Genen, you can often prevent or reverse diabetes with a healthy lifestyle. Können wir mit einem gesunden Lebensstil sehr häufig Diabetes verhindern oder auch umdrehen. That will be our topic at 7 p.m. tonight. Und das wird unser Thema heute Abend um 19 Uhr sein. So if you have friends with diabetes who are not here, wenn Sie also Freunde haben, die Diabetes haben und die jetzt nicht anwesend sind, it's not too late to invite them. Ist es nicht zu spät, sie noch einzuladen. Well, obesity indeed was common in Egypt. Starkes Übergewicht war sehr verbreitet in Ägypten. We know this is a risk factor for heart disease. Und wir wissen, dass Adipositas ein Risikofaktor für Herzinfarkt ist. As well as for diabetes and high blood pressure. Gleichzeitig aber auch ein Risikofaktor für Bluthochdruck und für Diabetes. Arthritis is also on that list. Und auch Arthritis haben wir auf dieser Liste. And so there's a number of problems related to obesity. Also eine ganze Menge von Gesundheitsproblemen, die mit starkem Übergewicht verknüpft sind. How many of you see evidence in this picture of someone with a weight problem? Wie viele von Ihnen sehen auf diesem Bild irgendjemand, der eventuell ein Gewichtsproblem hat? Yeah, usually I don't use this terminology. Gewöhnlich benutze ich nicht diese Begriffe. But in this book they describe this man as a grossly obese harpist. Das ist also ein Zitat aus dem Buch, wo dieser Harfenspieler als extrem übergewichtig beschrieben wurde. Well, there's some other interesting insights into obesity. Es gibt noch andere interessante Erkenntnisse im Zusammenhang mit Adipositas. Not only did the Egyptians like to avoid exercise, nicht nur haben die Ägypter
es vermieden, sich stark körperlich zu bewegen. Not only did they like their animal products, Nicht nur haben sie ihre tierischen Produkte geliebt, but they also enjoyed their rich desserts, sondern sie haben auch sehr üppige Nachtische gegessen. and they consumed lots of caloric beverages. Und sie haben eine Menge von hochkalorischen Getränken zu sich genommen. So here's some of their desserts. Hier haben wir einige der Nachtische. And who knows what the preferred Egyptian beverage was? Und wer weiß, was die Ägypter am liebsten getrunken haben? Their favorite drink. Ihr Lieblingsgetränk? Well, let's make it practical for you. Wir machen das mal ganz praktisch. Let's say you were a student, Stellen wir uns einmal vor, wir sind Studenten, maybe 8 or 10 years old, vielleicht also Schüler, 8 oder 10 Jahre alt, and you're going to school. und wir gehen zur Schule. When you came home from school, what would your mother be waiting for you with? Und wenn man dann nach Hause kommt, was hat die Mutter dort für dich und wartet auf dich? Mit was? Well, listen to this inscription. The mouth of a perfectly contented man is filled with what? Hier haben wir folgende Inschrift. Das Mund eines vollständig zufriedenen Mannes ist gefüllt mit... Almost sounds like Central Europe, Hier, huh? klingt fast so wie in Zentraleuropa. Now here's the childhood beverage reference. Hier haben wir dieses Zitat über das Kindergetränk. The mother sent you to school when you were ready to be taught writing. Die Mutter schickte einen zur Schule, wenn man alt genug war, um schreiben zu lernen. And she waited for you daily at home with bread and beer. Und sie wartete täglich auf dich zu Hause mit Brot und Bier. And some of you may know this about alcohol, Und vielleicht wissen einige von Ihnen das über Alkohol. and that is that alcohol is one of the most calorically dense substances known to man. Und nämlich, dass Alkohol eins der Substanzen ist für den Menschen, die kalorisch am dichtesten sind, also mengenmäßig sehr hohen Kaloriengehalt haben. It has essentially twice as many calories as protein, Also Alkohol hat im Prinzip doppelt so viel Kalorien wie Eiweiß, essentially twice as many calories as pure sugar im Prinzip doppelt so viel Kalorien wie reiner Zucker or other carbohydrate sources. oder andere Quellen von Kohlenhydraten. So protein and carbohydrates have 4 calories per gram, Das heißt, Eiweiß und Zucker haben pro Gramm 4 Kalorien, but per gram alcohol has 7. aber Alkohol hat pro Gramm 7 Kalorien. So it's one of the things that's contributing to weight problems in many Western nations. Das heißt, in vielen westlichen Nationen ist Alkohol einer der Faktoren, der entscheidend zu Gewichtsproblemen beiträgt. So there's this connection between obesity and alcohol. Wir haben also hier diese Verknüpfung zwischen Übergewicht und Alkohol. But what about cancer? Aber wie steht es mit Krebs? Are you aware that there is a strong connection between alcohol consumption and cancer? Wissen Sie, dass es zwischen Alkoholkonsum und Krebsentstehung eine ganz enge Verknüpfung gibt? We'll talk more about that later in this presentation. Und wir werden darüber noch später sprechen. But isn't it interesting? Aber ist das nicht interessant? The problems that Hatshepsut had, Diese Probleme, die Hatshepsut hatte, obesity, Übergewicht, diabetes, Diabetes, liver cancer, Leberkrebs, these are all things that have some relationship to lifestyle. das sind alles Krankheiten, die einen Zusammenhang mit unserem Lebensstil haben. Well, Hatshepsut was not the only one, however, with digestive problems. Und Hatshepsut war auch nicht die einzige, die Probleme mit ihrem Verdauungssystem hatte. Any of you know what this is an X-ray? This is a mummy X-ray. Do you know what it's showing? Hier haben wir ein Röntgenbild einer Mumie. Weiß irgendjemand, was dort gezeigt wird, was man dort sehen kann, dort wo die Pfeile sind? That's right. That's a gallstone. Genau, das ist ein Gallensteine. So the DNA results are very interesting too. Und die DNA-Resultate aus diesen Mumien sind auch sehr interessant. We find that these mummies suffered from many infectious diseases, Wir können sehen, dass die Mumien sehr viele Infektionskrankheiten hatten as well as the chronic diseases. und gleichzeitig auch chronische Krankheiten. We talked about the consumption of pork, Wir haben bereits über den Konsum von Schweinefleisch gesprochen. and this young Egyptian man who was mummified named Nakht Und hier haben wir einen jungen Ägypter mit Namen Nakht, der auch mumifiziert wurde, revealed the presence of the trichinosis parasite. hat dort Trichinose gezeigt, die Parasiten.
Now, Trichinen. a lot of people think that these parasitic diseases are a thing of the past. Und viele Menschen denken, dass diese parasitären Erkrankungen eine Sache der Vergangenheit sind. But it's worth speaking a little bit about pork today. Aber es lohnt sich, ein wenig über das Thema Schweinefleisch heute zu sprechen. Because the oldest records of pork consumption go back actually to the Middle East. Denn tatsächlich die frühesten Berichte über Konsum von Schweinefleisch kommen aus diesem Bereich des Mittleren Ostens. And this is according to the Cambridge World History of Food. Und zwar finden wir Hinweise darauf in dem Buch The Cambridge World History of Food, also wo es um die Geschichte der Ernährung geht. So auf der many Welt. people thought this was the very most delicious meat that you could eat. Viele Menschen hielten Schweinefleisch für das leckerste Fleisch von allen. But we've got serious problems with pork in the world today. Aber heutzutage haben wir in der Welt ernsthafte Probleme mit Schweinefleisch. And many people don't realize this even in medical circles, but a major cause of mental health problems and neurological problems is pork consumption. Selbst in der medizinischen Welt ist man sich dieses Problems nicht so bewusst, aber viele mentale Erkrankungen und neurologische Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit Schweinefleischkonsum. One of the things that affects many people throughout the world, an epidemic or we would even say endemic relationships, is something called cysticercosis. Ein Problem, was also endemisch ist, was viele Menschen in der Welt haben, ist eine Krankheit mit Namen Cysticerkose. It's caused by a tapeworm infection from pork. Und zwar wird diese Krankheit verursacht durch einen Bandwurm, den wir in Schweinen finden. And when a person is infected with this tapeworm, Und wenn jemand so eine Infektion mit diesem Bandwurm hat, they can get cysts throughout the body, dann können sie im ganzen Körper Zysten entwickeln, including in the brain. einschließlich im Gehirn. And if you have these cysts in the brain, Und wenn man im Gehirn diese Zysten entwickelt, it can actually cause something called neurocysticercosis. dann kann man eine Krankheit entwickeln, die man Neurocystizerkose nennt. And you can get seizures and headaches Das heißt, man hat dann auch Folgeerkrankungen wie Kopfschmerzen oder epileptische Anfälle. with severe problems. People can even die from it. Und man kann also so ernsthaft erkranken, man kann an dieser Krankheit auch sterben. And this is actually very common, Tatsächlich ist es ziemlich verbreitet, not in places like Germany and the US, vielleicht nicht an Orten wie Deutschland oder USA, but it's the most common parasitic infection of the human nervous system in the world. aber weltweit gesehen ist es die häufigste parasitäre Erkrankung im menschlichen Nervensystem. It is a preventable cause of epilepsy, Es ist eine vermeidbare Ursache für Epilepsie. and people from Latin America, Asia, and Africa often are at significant risk. Und Menschen, die in Lateinamerika, Asien oder Afrika leben, haben ein erhebliches Risiko, diese Krankheit zu bekommen. If you do blood testing on people Wenn man bei Personen Bluttests durchführt, in areas like those that we mentioned, Africa and in Asia, Bereichen, die wir gerade genannt haben, wie Afrika und Asien, as many as 4% of the population will test positive. dann haben ungefähr 4% der Bevölkerung hier einen positiven Befund. If you Also do- haben den If you do more Krankheit. specialized immune system tests, Wenn man etwas speziellere Tests macht im Immunsystem, it can be as high as 1 in 8 to 10 people. dann ist die Prävalenz bis zu 8 bis 12 von 100 Personen. And it's entirely preventable Und diese Krankheit ist absolut vermeidbar, by not eating pork. indem man kein Schweinefleisch isst. Well, let's talk about a few other infectious diseases. Schauen wir uns einige andere Infektionskrankheiten an. There are evidence of viral infections Es gibt Hinweise für Virusinfektionen, like smallpox and polio. wie zum Beispiel Pocken oder Kinderlähmung. But what we've really seen, basically, Was wir dort im Prinzip aber sehen, is that the diseases of the Egyptians, dass die Krankheiten der Ägypter, whether they were heart disease, ob Herzerkrankungen, whether it was cancer, Krebs whether it was obesity, oder starkes Übergewicht or whether it's orthopedic problems, oder orthopädische Probleme, these problems that they had diese Krankheiten, die sie hatten, don't sound all that much different than the problems we see in the Western world today. klingen eigentlich nicht sehr viel anders als die Probleme, die wir heute in der westlichen Welt haben. Would you agree with that? Stimmen Sie damit überein?
So isn't it interesting that God promised them freedom from these diseases? Es ist also nicht interessant, dass Gott den Israeliten versprochen hat, dass sie diese Krankheiten nicht haben würden. So it really begs the next question. Und dadurch kommt natürlich die nächste Frage. Does modern science provide any evidence that Bible principles could either treat or prevent these diseases? Finden wir in der modernen Wissenschaft irgendwelche Hinweise dafür, dass die Prinzipien, die in der Bibel offenbart worden sind, diese Krankheiten entweder verhindern oder behandeln können? Remember the passage we read in Exodus 15:26. Wir erinnern uns an diesen Abschnitt aus 2. Mose 15, Vers 26. Was God just speaking about cause and effect, or at least to some extent was he? Sprach Gott hier nicht über ein Prinzip von Ursache und Wirkung oder zumindest teilweise? Let's look at why I believe the answer is yes. Wir schauen uns mal an, warum ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage ja ist. You see, what God did in the books of Moses, Was Gott hier in den Büchern Mose getan hat, ist, he was actually calling his people during the Exodus experience dass er sein Volk während dieser Erfahrung des Auszugs aufrief, back to his original plan for mankind. zurückzukehren zu dem ursprünglichen Plan, den er für die Menschheit hatte. And remember how we looked at 4th Moses 19 earlier today. Und Sie erinnern sich, wie wir heute schon einen Vers betrachtet haben in 4. Mose, what was it? 19. Kapitel 19, About the red heifer ceremony über diese Zeremonie mit der roten Kuh and how God would teach moral truth but combine it with sound health principles. wie Gott hier eine moralische Wahrheit gelehrt hat, aber sie verknüpft hat mit Prinzipien über körperliche Gesundheit. But so God was giving them these spiritual lessons, Das heißt, Gott gab ihnen diese Lektionen, die auf der einen Seite eine geistliche Anwendung haben, but he also was giving them principles that pointed them back to the Garden of Eden. aber gleichzeitig waren diese verknüpft mit Prinzipien, die sie zurückverwiesen auf den Garten Eden. This is actually one of the themes of the Bible. Tatsächlich ist das eins der Motive der Themen in der Bibel. Peter spoke about it in Acts chapter 3. In Apostelgeschichte 3 sprach Petrus davon. He said that throughout the Bible, God was speaking about the times of restoration of all things. Und er sagt, in der ganzen Bibel hat Gott gesprochen über die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. So what does restoration mean? Was bedeutet Wiederherstellung? It means bringing things back to their original state. Wiederherstellung bedeutet, dass man die Dinge in den ursprünglichen Zustand wiederbringt. So the Bible describes this original creation where everything contributed to whole person health. Und die Bibel beschreibt hier diese ursprüngliche Schöpfung, wo alle Dinge dazu da waren, die Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit des Menschen zu garantieren. And a recreation where all those same healthy environments are restored. Und eine Neuschöpfung, wo genau die gleichen Umstände der Umgebung für die Gesundheit wiederhergestellt werden. Now, I told you that I had been an agnostic at one time in my life. Ich hatte Ihnen bereits schon erzählt, dass ich früher in meinem Leben Agnostiker war. And I was taught that all of these stories in the Bible were just that. They were just made-up stories. Und mir war beigebracht worden, dass diese ganzen Geschichten in der Bibel eben genau das waren, einfach nur ausgedachte Geschichten. Yes, it wasn't history, it was just a fairy tale. Es war also keine historischen Ereignisse, sondern einfach nur ein Märchen. But I'd like you to think just for a minute about the evidence that the Bible is really true, even when it speaks about origins. Aber ich möchte einige Dinge hier ansprechen, die Ihnen zeigen, Hinweise darauf geben, dass die Bibel wahr ist, auch wenn sie über den Ursprung spricht, über das, woher wir eigentlich kommen. I think this is very important because the framework for health that we're looking at Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die Rahmenbedingungen für die Gesundheit, die wir uns hier anschauen, comes from Genesis 1 and 2. aus 1. Mose Kapitel 1 und 2 kommen. And it's interesting to me that many people who used to make fun of the Bible Und es ist für mich sehr interessant, dass viele Personen, die früher sich über die Bibel lustig gemacht haben, when they've looked at it scientifically, dann, wenn sie sich den Sachverhalt aus wissenschaftlicher Sicht angeschaut haben, they say the account of origins in the Bible is the best thing, the most scientifically compelling. sie zu der Erkenntnis kamen, dass sie sagten, der Bericht über die Schöpfung ist zwingend überzeugend. Er ist sehr wissenschaftlich geschrieben. Have any of you heard of John Stanford? Hat irgendjemand von Ihnen schon von John Stanford gehört? John Stanford is a very outstanding
geneticist. John Stanford ist ein herausragender Genetiker, Very well published in the medical literature. hat sehr viele Veröffentlichungen in der medizinischen Fachliteratur geschrieben. And he's owns a number of patents. He's been able to retire from his academic career because of his genetic patents. Und er hat sehr viele Patente erworben im Bereich Genetik und konnte also dadurch sich von seiner Arbeit als Professor zurückziehen, weil die Patente ihn unterhalten haben. Stanford did not believe in the Bible. Stanford glaubte nicht an die Bibel, But the more he learned about genetics aber je mehr er über Genetik lernte and something that he calls genetic entropy, und etwas, das er die genetische Entropie nennt, the more he's moved to what now would be what we call a young Earth creationistic view. desto mehr bewegte er sich zu einer Erkenntnis, zu einem, was wir heute nennen würden, jemanden, der Kreationist ist und an eine junge Erde glaubt. Stanford has written this book for lay people, Stanford hat hier ein Buch für Laien geschrieben Genetic Entropy and the Mystery of the Genome. und der Titel bezieht sich auf genetische Entropie und das Geheimnis des Genoms. The concept of entropy, for those of you that don't have a science background, Für diejenigen, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, bei der Entropie geht es um Folgendes. is that things get worse and worse over time. Dass im Laufe der Zeit die Dinge immer schlechter werden. They get less ordered and more disordered. Das heißt, die Ordnung nimmt immer mehr ab, die Unordnung nimmt zu. From his genetic research, Stanford found that every generation the genome degrades. The genetics of organisms get worse and worse over time. Und Stanford hat in seiner genetischen Forschung festgestellt, dass also mit jeder Generation das Genom, also die Summe der genetischen Informationen, schlechter wird, dass die Ordnung immer mehr abnimmt. And the basic idea is that human beings could not have been around for much more than several thousands of years. Und die Erkenntnis daraus ist im Prinzip, dass es nicht möglich ist, dass die Menschen länger als nur einige tausend Jahre gelebt haben im Zusammenhang mit dieser With the Erkenntnis. amount of genetic degradation that occurs every generation. Wenn man sich also anschaut, wie stark die genetische Information sich verschlechtert mit jeder Generation. And the Bible presents a history of man being about 6,000 years past the time of creation. Und wenn wir uns die historischen Zahlen anschauen aus der Bibel, dann ist das ein Hinweis darauf, dass seit der Schöpfung, so wie die Bibel sie beschreibt, nicht mehr als 6.000 Jahre vergangen sind. And Stanford says this is a reasonable time frame based on his research. Und basierend auf den Forschungen, die Stanford betrieben hat, sagt er, dass das eine sehr glaubhafte Zeitangabe ist. Some of you may also know the name of Dr. Dean Kenyon. Einige von Ihnen kennen vielleicht auch den Namen Dr. Dean Kenyon. Yeah, Kenyon was one of the most expert researchers in the area of early evolutionary origins of the Earth. Er war einer der ersten Forscher, der wirklich Evolution, not creation. Yeah, evolution, yes. Der also wirklich einer der führenden Wissenschaftler im Bereich der Evolutionsforschung war. In 1969, he co-authored this classic textbook called Biochemical Predestination. Er hat 1969 zusammen mit anderen Autoren diesen Klassiker geschrieben über biochemische Prädestination. And basically the idea was that if you just have the right mixture of chemicals, you could get life. Und seine Vorstellung war in kurzen Worten, dass man, wenn man einfach nur die richtige Mischung von irgendwelchen chemischen Substanzen hat, dann kann daraus Leben entstehen. So even though he wrote the textbook, Obwohl er also dieses Buch geschrieben hat, he was an honest researcher. war er ein ehrlicher Forscher. And as time went on, Und im Laufe der Zeit he actually came to the conclusion there's no way this could have happened. kam er zu dem Schluss, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, dass das wirklich so passiert ist, wie er das in dem Buch beschrieben hat. There's no way that this idea that there were just all these minerals on the earth, this primordial soup. Es gibt also keine Möglichkeit, sagt er, dass diese primordiale Suppe, also diese Ursuppe mit diesen verschiedenen Mineralien und Stoffen, dass daraus das Leben entstanden Yeah, that's sein kann. right. No way. Keine Chance, sagt er. So he became a creationist. Das heißt, er wurde zu einem Kreationisten, einem Schöpfungsgläubigen. So very interesting fellow. Even began teaching scientific creationism
at one of the universities, one of the secular universities in California. Also wirklich ein sehr interessanter Mensch. Er hat sogar dann angefangen, in einer der kalifornischen weltlichen Institutionen wissenschaftlichen Kreationismus zu unterrichten. I don't want to take too much time with this. Ich möchte hier nicht zu viel Zeit drauf verwenden. But if many of you were like me and in school, you were exposed to a lot of these evolutionary teachings and science education. Aber vielen von Ihnen ist es vielleicht genauso wie mir gegangen, dass ich in der Schule eben mit diesen ganzen evolutionistischen Lehren konfrontiert wurde. And I just wanted to remind you that there are a lot of people in the scientific community that are seeing problems with these ideas. Und ich wollte Ihnen einfach hier nur aufzeigen, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Welt eine ganze Menge Personen gibt, die aufgrund ihrer Expertise sagen müssen, dass es da doch erhebliche Probleme in diesem Bereich gibt. If you're interested in this topic, this is an excellent website. Wenn Sie an diesem Thema weiteres Interesse haben, hier haben wir eine ganz exzellente Webseite. detectingdesign.com. Also detectingdesign.com. Do any of you know, has Dr. Pittman been here to Germany? Eine Frage, ist Dr. Pittman hier schon in Deutschland gewesen? I don't think so. Well, you may want to think about if there's interest in this topic, he would be someone excellent to have here. Also wenn man Interesse hat an diesem Thema, er ist wirklich da ein ganz vorzüglicher Experte auf diesem Gebiet. Well, let's go back then why I've been taking time with this. Warum habe ich eigentlich jetzt Zeit für diesen Bereich überhaupt verwandt hier? Because what we're going to find is that God's description of an original creation Der Grund dafür ist, dass Gottes ursprüngliche Beschreibung der ursprünglichen Schöpfung basically is cutting edge medical science as far as optimal lifestyle. im Prinzip die neueste Wissenschaft darstellt, wenn es um einen gesunden Lebensstil geht. We want to now look at 8 natural remedies found in that original creation of Genesis. Wir wollen uns jetzt mal 8 natürliche Heilmittel anschauen, die wir in diesem ursprünglichen Bericht über die Schöpfung finden. And show how these 8 remedies are designed to prevent the diseases that afflicted the Egyptians. Und aufzeigen, wie diese 8 natürlichen Heilmittel in der Lage sind, die Krankheiten, die die Ägypter hatten, zu heilen. As well as the diseases that affect Germans and Americans and people throughout the Western world today. Und nicht nur die Krankheiten der Ägypter, sondern auch die Krankheiten, die wir heute in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten oder in der ganzen Welt zu erleiden haben. And those 8 remedies can easily be remembered with the word or the phrase New Start. Und diese 8 Heilmittel kann man sich sehr leicht merken durch dieses Akronym NEWSTART. So here's what New Start stands for. Und wir sehen, dass also NEWSTART die Anfangsbuchstaben von ganz bestimmten Begriffen sind, die wir hier finden. So auf Deutsch, why don't you translate for us? Also wir haben hier Ernährung, körperliche Bewegung, Wasser, Sonnenschein, Mäßigkeit, Luft, Ruhe oder Erholung und Vertrauen in die göttliche Macht. So where does New Start come from? Have you all picked up on this answer already? Also wo kommt NEWSTART her? Haben wir hier die Antwort schon erraten? That's right. It comes from the first chapters of the Bible. Das ist richtig. Also NEWSTART kommt eigentlich aus den ersten Kapiteln der Bibel. But it was re-emphasized when the Bible speaks of a final recreation. Aber die Bibel spricht auch von einer Wiederschöpfung, einer Neuschöpfung ganz am Ende. Und da werden diese 8 Heilfaktoren dann wieder erwähnt. And it was later popularized in the Christian classic, The Ministry of Healing. Und später wurden diese 8 Heilfaktoren dann wieder aufgegriffen in einem Klassiker, christlichen Klassiker, der genannt wird The Ministry of Healing. Und das Buch gibt es auch auf Deutsch, in den Fußspuren des Arztes. Ja. In den Fußspuren des großen Arztes. Is that what it is? What is das? Is das Weg zur Gesundheit? Is that not? The same. We have several titles, depending on who publishes it. Oh, okay. So the official one is? In the footsteps of the great physician. Okay. Did you all hear that? What the German name is? Der klassische deutsche Titel ist In den Fußspuren des großen Arztes und es gibt neuere Auflagen von anderen Verlagen, die dann andere Titel haben. Okay. So if you don't have this book, this is an excellent resource to read on these principles. Das heißt, wenn Sie dieses Buch nicht haben, das ist ein sehr gutes Buch, um die Details zu lesen über diese Gesundheitsprinzipien. If you're just visiting, talk with one of the members of this church, and I'm sure they can help you get a copy. Wenn Sie also einer der Gäste sind, wenden Sie sich an irgendjemanden, der Mitglied in dieser Kirche ist, und er kann Ihnen ein Buch besorgen. So let's look at these elements. Wir wollen uns also hier die einzelnen Elemente anschauen. First, nutrition. Als allererstes Ernährung. Now, in the beginning,
Ganz am Anfang, in Genesis 1:29, in 1. Mose 1, Vers 29, God describes the original diet. beschreibt Gott die ursprüngliche Ernährung. And we will have these words from the Creator right before us here. See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. Und es ist Gott selbst, der hier spricht. Der Schöpfer selbst sagt hier, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. How would we describe this diet? Wie würden wir diese Ernährung beschreiben? That's right, a vegan diet. Eine vegane Ernährung, richtig. That's exactly right. Das ist genau richtig. And so think about this for a minute. Denken Sie mal einen Moment darüber nach. This is further intrinsic evidence Das ist ein weiterer überzeugender Beweis dafür, of the inspiration of the Bible. dass die Bibel inspiriert ist. You see, the critics of the Bible creation story, Sehen Sie die Kritiker, die die Schöpfungsgeschichte in der Bibel kritisieren? they say ancient people just drew things out of the other cultures of the time. Die sagen, dass die alten Israeliten einfach nur von den anderen Kulturen, die um sie herum waren, Sachen übernommen haben. But the other cultures in that part of the world did not value a vegetarian diet as the ideal diet. Aber die anderen Kulturen in der damaligen Zeit haben nicht die vegetarische Ernährung als eine gute Ernährung angesehen. It's really amazing if you read other creation accounts throughout different cultures. Es ist ganz erstaunlich, wenn wir also Schöpfungsberichte aus anderen Kulturen der damaligen Zeit damit vergleichen und lesen. Instead of the elevated themes of Genesis 1 and 2, Anstelle von diesen wirklich erhabenen Themen, die wir dort in 1. Mose 1 und 2 finden, you typically read about battles and destruction, liest man typischerweise Berichte über Schlachten und Zerstörung. killing sea monsters and Das battles also- of gods. Dass also irgendwelche Seemonster umgebracht wurden oder dass die Götter miteinander gekämpft haben. Whereas in the Bible, you have a creation where God speaks. Während wir in der Bibel eine Schöpfung beschrieben finden, wo Gott spricht. There is no death even in their food. Nicht einmal, was die Nahrung betrifft, gibt es Tod in irgendeiner That's Form. very interesting. Und das ist sehr interessant. Well, is there evidence that this diet in Genesis 1:29 is especially beneficial? Gibt es irgendwelche Hinweise dafür, dass diese Ernährung, die wir dort in 1. Mose 1, Vers 29 beschrieben finden, vorteilhaft ist? Well, this vegetarian diet of Eden Diese vegetarische Ernährung aus Eden, that will be recreated, if you will, in the new earth, die wird, wenn man es so nennen will, auf der neuen Erde neu erschaffen werden, is especially powerful in helping your health. ist wirklich ganz immens hilfreich, um uns eine gute Gesundheit zu geben. We could look at it from all different perspectives today. Wir könnten uns das Thema also von den unterschiedlichsten Perspektiven heute anschauen. It helps your blood fluidity. Es trägt zu einer guten Flüssigkeit des Blutes bei. We saw last night it helps to lower your blood pressure. Wir haben gestern Abend gesehen, dass es zur Erniedrigung des Blutdrucks It beiträgt. helps to decrease your risk of diabetes. Das Risiko für Diabetes wird erniedrigt. We'll speak more about that later tonight. Und wir werden heute Abend noch darüber sprechen. But I've just chosen to look at one thing, and that is the phytochemical. Aber ich habe mir jetzt von all diesen Dingen nur einen kleinen Aspekt rausgegriffen und das sind die Phytochemikalien. How many of you remember last night we spoke about one class of phytochemicals? Wie viele von Ihnen erinnern sich, gestern Abend haben wir über eine Klasse von Phytochemikalien gesprochen? Do any of you remember that, about blood pressure? Irgendjemand, der sich erinnert im Zusammenhang mit Bluthochdruck? Do you remember that researchers have now found that many plants have ACE inhibitor compounds? Erinnern Sie sich, die Forscher haben gesagt, dass viele der Pflanzen ACE-Inhibitoren enthalten. In other words, plants have natural compounds that help to lower blood pressure. Das heißt, viele Pflanzen haben auf ganz natürliche Weise natürliche Inhaltsstoffe, die dazu beitragen, dass der Blutdruck erniedrigt wird. But now we want to look at some other phytochemicals. Jetzt wollen wir uns noch einige andere Phytochemikalien anschauen. This is a very, very partial list of some phytochemicals. Und diese Phytochemikalien, die wir hier aufgeführt finden, sind nur ein ganz kleiner Teil der Phytochemikalien, die tatsächlich existieren. Scientists have identified literally thousands of these chemicals. Die
Wissenschaftler haben buchstäblich Tausende von diesen Phytochemikalien identifiziert. But let's look at some examples. Aber wir wollen uns nur einige Beispiele hier anschauen. First, the anthocyanins. Als zunächst die Anthocyanine. Now, these are found in things like red apples, Das sind Substanzen, die wir zum Beispiel in roten Äpfeln finden können. grapes, Trauben, berries, Beeren, cherries, Kirschen, tomatoes, Tomaten, onion, Zwiebeln, and garlic. Knoblauch. Now, some of you have asked me about my nationality. Einige von Ihnen haben mich nach meiner Nationalität gefragt. My original family name was DeRose. Mein ursprünglicher Familienname war DeRose. 3 of my grandparents were actually born in Italy. Das heißt, 3 meiner Großeltern sind in Italien geboren worden. Now, I'm thinking about one of my Italian-born grandfathers. Und ich denke jetzt an einen meiner in Italien geborenen Großväter. He died in his 90s, Er ist in den 90er Jahren gestorben, and also in seinen 90er Jahren. I'm convinced he never heard of Und ich anthocyanins. bin überzeugt davon, er hat noch nie etwas von Anthocyaninen gehört. So therefore, he never got any benefit from them. Is that correct? Deswegen haben sie ihn auch nie etwas genützt, oder? Ist das richtig? Is that true? Stimmt das? No, of course it's Nein, not true. natürlich nicht. He ate lots of garlic. Er hat eine ganze Menge Knoblauch He ate gegessen, lots of onions, viel Zwiebeln, lots of tomatoes, viele Tomaten, lots of grapes. viele Trauben. He was getting lots of anthocyanins. Das heißt, er hat massenweise diese Anthocyanine zu sich genommen. Why do I tell you about my grandfather? Warum erzähle ich Ihnen das über meinen Großvater? If you eat lots of whole plant food, Wenn wir eine ganze Menge von ganzen pflanzlichen Nahrungen essen, also nicht auseinandergenommen irgendwie, sondern als Ganzes, you don't have to know all that's in them to get benefit from them. dann brauchen wir nicht wissen, was da alles für Bestandteile drin sind, um den Nutzen aus ihnen zu ziehen. You don't have to wait till the scientists identify brauchen what nicht- compounds are in them to benefit. Wir brauchen nicht darauf warten, bis die Wissenschaftler auseinandergedröselt haben, was dort alles für hilfreiche Substanzen drin sind, bevor wir einen Nutzen daraus ziehen. So don't say, Dr. DeRose, I'm going to go out to the health food store and buy anthocyanins. Also sagen Sie jetzt nicht, Dr. DeRose, ich gehe jetzt in diesen Gesundkostladen, um dort Anthocyanine zu kaufen. Just get them the way the Creator provided them for us. Also nicht als Substanz, sondern einfach in der Form zu sich nehmen, wie der Schöpfer sie für uns geschaffen hat. Look what the research shows us anthocyanins can do for you. Und schauen wir uns jetzt mal an, was die Forschung uns gezeigt hat, welche Vorzüge uns diese Anthocyanine geben. They're anti-inflammatory. Sie sind entzündungshemmend. They can help you if you have arthritis by activating cartilage repair. Sie können also bei Arthritis helfen, indem sie also die Heilung von Knorpelschäden wieder aktivieren. They have cancer preventive properties. Sie haben Eigenschaften, die krebshemmend sind. They also can help the circulation system through antioxidants and blood vessel relaxation. Und sie haben also Antioxidantien, wodurch der Herzkreislauf gefördert wird und, what did you say? Blood vessel relaxation. Und die Blutgefäße werden erweitert. Then there's curcumin. Dann haben wir Kurkuma. So turmeric has a number of benefits. Turmeric, weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Das ist ein kurkumahaltiges Gewürz. And this is a very good anti-inflammatory. Das ist eine Substanz, die sehr stark entzündungshemmend wirkt. It's an herb that I prescribe to my patients for inflammation. Es ist also ein Kraut, ein Kräutlein, was ich meinen Patienten verschreibe, wenn sie bestimmte Entzündungen haben. It makes platelets, the clotting cells, less sticky. Die Blutplättchen werden dadurch nicht, die Klebrigkeit von Blutplättchen wird vermindert. There's even evidence it may help to prevent Alzheimer's and Parkinson's disease. Und es gibt Hinweise darauf, dass das sogar dazu beitragen kann, dass Alzheimer und Parkinson dadurch weniger häufig auftritt. And the reason for this is that curcumin has heavy metal chelating effects. It binds heavy metals. Und der Grund dafür ist, dass Kurkuma in der Lage ist, Schwermetalle an sich zu binden. And there's growing evidence that heavy metals contribute to our risk of degeneration of the brain. Und es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass Schwermetalle dazu beitragen, dass eben diese degenerativen Krankheiten wie Alzheimer im Gehirn auftreten. And again, at the top of the list, Und ganz oben auf der Liste you find things like cancer prevention, haben wir wieder solche Dinge wie Krebsvermeidung,
and preventing cataracts. oder die Vermeidung von Katarakten. Well, then you've got ferulic acid. Also grüner Star, grauer Star. Dann haben wir Feroliksäure. Let me tell you something. Ich möchte Ihnen etwas sagen. We could go through list after list. Wir könnten halt so eine Liste nach der anderen durchgehen. But the whole point of this is Aber der entscheidende Punkt hierbei these ist, plant foods are loaded with things that help us prevent a host of diseases. diese pflanzlichen Nahrungsmittel sind beladen mit Substanzen, die uns helfen, eine ganze Liste von Krankheiten zu vermeiden. Let me tell you something that happened to me. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, was mir passiert ist. After God got my attention and I became a vegetarian, Nachdem Gott hier meine Aufmerksamkeit erlangt hatte und ich Vegetarier geworden bin, I was still using milk and eggs. habe ich immer noch Milchprodukte und Eier benutzt. And then as I studied the science Und nachdem ich dann die wissenschaftlichen Erforschungen studiert habe and thought more about that original diet in Genesis 1, und mehr nachgedacht habe über diese ursprüngliche Ernährung, die Gott uns in 1. Mose 1 gegeben hat, I left out the milk and I left out the eggs. habe ich dann die Milchprodukte weggelassen und die Eier weggelassen. And that was a long time ago. Und das war vor langer Zeit. Boy, I got to do some math. Ich muss da vielleicht mal ein bisschen rechnen. That was, believe it or not, over 30 years ago. Das war, ob Sie es glauben oder nicht, mehr als 30 Jahre her. And believe it or not, I'm actually still alive. Und glauben Sie, ob Sie es glauben oder nicht, ich lebe noch. And the interesting thing about it Und das Interessante dabei ist, is even after I made all those changes, selbst nachdem ich alle diese Veränderungen in meiner Ernährung vorgenommen habe, there were still some foods that I liked gab es immer noch ein paar Nahrungsmittel, die mir geschmeckt haben, that probably were not really the best. die wahrscheinlich nicht wirklich so gut waren für mich. Now, since remember, I told you I have 3 Italian grandparents, Ja, Sie erinnern sich, ich sagte Ihnen ja, ich habe 3 Großeltern aus Italien I was doing research on this probably 10 or 12 years ago. und ich habe dieses Thema erforscht, so vor ungefähr 10 oder 15 Jahren, Doing research on the phytochemicals, und zwar im Bereich der Phytochemikalien. and this thought came to me. Und da kam mir dieser Gedanke, I only have so much room in my stomach. ich habe in meinem Magen nur eine begrenzte Menge an Platz. Now, the idea is not that you want to eat as much as your stomach can hold. Es geht natürlich jetzt nicht darum, dass man so viel isst, wie der Magen gerade mal noch halten kann. This is not a health principle. Das ist kein gutes Prinzip der Gesundheit. But you can only eat so much, you understand. Aber ich denke, Sie wissen, was ich meine. Man kann nur eine bestimmte Menge essen. So I said, because the whole foods are filled with all these phytochemicals, Ich habe mir also gesagt, wenn diese ganzen Nahrungsmittel, diese vollständigen Nahrungsmittel, so voll sind mit diesen guten Stoffen, mit diesen Phytochemikalien, I want to eat as many phytochemicals as I can. dann möchte ich so viele Phytochemikalien essen, wie ich nur kann. So I want to eat as many whole foods as possible. Das heißt, ich möchte so viel wie möglich von diesen vollwertigen Nahrungsmitteln essen. What vegan food in my Italian influenced diet do you think was not in keeping with that principle? Was glauben Sie, welche der veganen Nahrungsmittel, die ich da in meiner vom italienischen Essen beeinflussten Ernährung gegessen habe, das nicht so wirklich in Übereinstimmung war mit diesem Prinzip? I think I heard the answer. Ich glaube, ich habe die Antwort hier schon gehört. It was white pasta. Das waren weiße Nudeln aus Weißmehl. And so I said, Pasta. I said I have to start eating whole wheat noodles. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt anfangen, Vollkornnudeln zu essen. And so that's what I started to do. Und das habe ich dann gemacht. And how many of you think that tasted just the same? Und wie viele von Ihnen glauben, dass die genauso geschmeckt haben? No, it didn't. Nee, die haben nicht genauso But you know what geschmeckt. happened after I ate that way for a while? You know what I started to like best? Aber wissen Sie, nachdem ich die so eine ganze Weile gegessen habe, welche von den beiden Nudelsorten ich lieber mochte? The whole wheat. Die Vollkornnudeln. So here's the point I'm making. Also um folgenden Punkt geht es mir hierbei. Phytochemicals mean plant chemicals. Phytochemikalien sind Pflanzen, You chemische Stoffe aus you don't Pflanzen. get your phytochemicals from eating meat, milk, eggs, and cheese. Das heißt, wenn wir Phytochemikalien wollen, dann finden wir die nicht in Fleisch, Eiern, Milch und Käse. You get them from eating your whole grains and your Sondern fruits and your vegetables. Wir bekommen diese Phytochemikalien, wenn wir Vollkorngetreide essen, wenn wir Gemüse und Obst essen. Let's see how much difference this can make cumulatively. All together, when you put all okay. this together. Wir wollen einmal sehen, wenn wir das alles jetzt zusammen
betrachten, welchen Unterschied das bewirken kann. This is from the famous Seventh-day Adventist Health Study. Wir haben hier Ergebnisse aus der berühmten, bekannten Sieben-Tags-Adventisten-Gesundheitsstudie. This is showing you the decreased risk of heart disease as you move more to the Genesis 129 diet. Und hier wird gezeigt, wie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich reduziert, je nachdem, wie weit man in die Richtung der ursprünglichen Ernährung aus 1. Mose 1 geht. Compared to the average American, Im Vergleich zu dem Durchschnittsamerikaner the average Seventh-day Adventist at the time of this study, hat der durchschnittliche non-Adventist, right? no, the average Adventist had half the risk of death. Also from im heart Vergleich attack. zu einem normalen Durchschnittsamerikaner hat der durchschnittliche Sieben-Tags-Adventist nur die Hälfte des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also für den Tod von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. But if that person became a vegetarian Adventist, they decreased their risk of death from a heart attack further. Aber wenn jetzt dieser Sieben-Tags-Adventist Vegetarier wurde, hat er damit sein Risiko für die Herz-Kreislauf-Mortalität noch deutlich weiter verringert. And if they became a vegan, eating just what Genesis 129 says, Wenn sie sich aber noch weiter in Richtung dessen bewegten, was in 1. Mose 1 steht, und Veganer wurden, they had the very lowest risk of death. dann hatten sie mit Abstand das niedrigste Risiko für Herz-Kreislauf-Tod. This is the slide I showed you last night. Wir haben diese Folie uns gestern Abend schon angeschaut. And again, just from the most recent Seventh-day Adventist Health Und Study, das sind jetzt Zahlen aus der kürzlichen Sieben-Tags-Adventisten-Studie, also Nummer 2. showing you these two very important heart disease risk factors of diabetes and high blood pressure. Und hier werden zwei sehr wichtige Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt, nämlich Diabetes und Bluthochdruck. With the very lowest risks in those who are vegans. Und wir sehen hier die verschiedenen Gruppen an vegetarischen Möglichkeiten und das niedrigste Risiko liegt wieder bei den Veganern. What about other sources beside the Adventist Health Study? Wie steht es mit anderen Forschungsergebnissen außerhalb der Studie der Sieben-Tags-Adventisten-Gesundheitsstudie? And although some interesting things happen to this slide, Und obwohl hier mit der irgendwas Seltsames passiert ist, if you feel better, we'll fix it for you. wir machen das jetzt hier mal eben, This is from Harvard's reparieren das hier mal research eben. and from wir haben hier- what we call the Nurses' Health Study. Wir haben hier eine Studie, die an der Harvard-Universität durchgeführt wurde, und das ist die sogenannte Krankenschwestern-Studie, also wo Krankenpfleger, Krankenschwestern untersucht wurden. And if you look at this, very interesting. Und es ist wirklich interessant, wenn man sich die anschaut. This is looking at the flip side. It's not looking at if you eat more vegetables, it's looking if you eat more meat. Und hier wird genau das Gegenteil betrachtet bei dieser Studie. Nicht, ob man mehr Gemüse isst, sondern ob man mehr Fleisch isst und was dann passiert. And you see when you eat more meat, you have higher risk of colon cancer. Das heißt, je mehr Fleisch hier gegessen wird, desto höher steigt das Risiko für Dickdarmkrebs. And then here's something more from the Adventist Health Study. Hier haben wir weitere Zahlen aus der Gesundheitsstudie der Sieben-Tags-Adventisten. And in this, we're putting several different things together. Und hier werden unterschiedliche Ergebnisse miteinander kombiniert. And what you see here in the first set of bars is meat and poultry and fish consumption. In den ersten beiden Säulen sehen wir hier den Verzehr von Fleisch, Geflügel und Fisch. What we're looking at is one of the most deadly cancers, that's cancer of the pancreas. Und hier sehen wir das Ergebnis im Zusammenhang mit einem der tödlichsten Krebsarten, das ist nämlich Bauchspeicheldrüsenkrebs. And what you see, those who eat meat, poultry, and fish more frequently, Und wir sehen hier, dass die Personengruppen, die Fleisch, Geflügel und Fisch häufiger essen, now this is not a huge amount, it's just 3 or more times a week. also das sind gar nicht Riesenmengen, sondern das ist nur häufiger als 3-mal pro Woche. And if you compare it with those who are eating less than once a week, Und wenn man das jetzt vergleicht mit der blauen Säule, die weniger als einmal pro Woche diese Nahrungsmittel isst, you find over doubling in the risk of pancreatic cancer. dann sieht man mehr als eine Verdoppelung des Risikos für Pankreaskrebs, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. When it comes to eggs, it's even worse. Und wenn wir uns das jetzt im Zusammenhang mit dem Verzehr von Eiern anschauen, dann ist die Relation noch sehr viel schlechter.
The more frequent consumers of eggs have over triple the risk of pancreatic Das heißt, cancer. diejenigen, die häufiger Eier essen, haben mehr als das dreifache Risiko für Pankreaskrebs. And then the opposite is shown with the beans, lentils, and peas. Aber genau das Gegenteil wird jetzt hier in dem Ergebnis gezeigt für Personen, die Bohnen, Linsen und Erbsen essen. Those who eat those foods more frequently have very low risks of pancreatic cancer. Diejenigen, die also diese Nahrungsmittel häufiger essen, haben ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko, um diesen Pankreaskrebs tatsächlich zu bekommen. So what do you think when it comes to nutrition? Was denken Sie jetzt also über diesen Punkt Ernährung? Powerful, isn't it? Wirklich überzeugend, nicht wahr? And it confirms God's original counsel in Genesis Und 1:29. der Ratschlag, der ursprünglich Gott dort in 1. Mose 1, Vers 1 gegeben hat, der wird dadurch bestätigt. Let's talk about the second point, exercise. Wollen wir über den zweiten Punkt sprechen, körperliche Aktivität. Do we read anything about exercise in the book of Genesis? Lesen wir irgendetwas in diesem Buch 1. Mose über körperliche Aktivität? Well, we do in Genesis 2:15. Ja, in 1. Mose 2, Vers 15 können wir etwas lesen. Now again, it's very interesting historically. Auch das ist historisch gesehen wieder sehr interessant. If the critics are right, Wenn die Kritiker recht haben and the Bible is just made up from the cultures around it, und die Bibel einfach nur entstanden ist durch den Einfluss der Kulturen um sie herum, would the writers of the Bible have described a perfect world where people were exercising? hätten die Schreiber der Bibel dann eine perfekte Welt beschrieben, in der die Menschen körperlich aktiv sind? Do you realize the mindset of the successful people in Babylon and in Egypt and in those cultures? Wissen Sie, wie die Gedankenwelt der erfolgreichen Menschen damals in den Kulturen war? Babylon und Assyrien und Ägypten. How many of you think that the pharaohs were all competing to see who could pull the biggest blocks up to the pyramids? Glauben Sie oder wer von Ihnen glaubt, dass die Pharaonen damals zum Beispiel Wettkämpfe ausgeführt haben, wer die schwersten Steinblöcke den Berg hochziehen kann? No, they had the slaves doing that. Sie haben die Sklaven das tun lassen. So here you have this picture of exercise in the Garden of Eden. Aber hier im Garten Eden wird ein Bild beschrieben, wo es körperliche Aktivität gibt. Very interesting to me. Und das ist für mich sehr interessant. I think we didn't read. Yeah, we're going to read the verse. Ja, der Vers heißt also folgendermaßen: It says, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it." Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Quite interesting, huh? Das ist doch ganz interessant, oder? So what about exercise? Was ist also mit dieser körperlichen Aktivität? It's also described in the New Earth. Auch auf der neuen Erde wird diese körperliche Bewegung beschrieben. It has us building homes. Hier ist davon die Rede, dass Häuser gebaut werden. Is that hard work or easy work? Ist das eine intensive körperliche Aktivität oder ist das leichte Arbeit? Well, that's heavy work, Das isn't ist it? A lot of ziemlich it. schwere Arbeit. Planting vineyards. Weinberge pflanzen. These are the pictures in the New Earth. Das ist das Bild, was uns hier über die neue Welt vermittelt wird. Now, last night I told you some things about exercise. Ich habe Ihnen gestern Abend einige Sachen über körperliche Aktivität And exercise erzählt. has, again, many, many benefits. Und körperliche Bewegung hat sehr, sehr viele Vorteile. I'm not going to speak in great detail about these Ich things, werde hier jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, but it helps the underlying problems with diabetes, aber körperliche Aktivität hilft Problemen im Zusammenhang mit Diabetes, and high blood pressure. Bluthochdruck. It decreases heart disease risk. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird It decreases vermindert. the risk of certain cancers like colon cancer. Das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Dickdarmkrebs wird verringert. Actually, appropriate amounts of exercise decrease your risk of arthritis. Das heißt, gute, vernünftige Mengen an Bewegung verringern auch das Risiko für Arthritis. Exercise is very important for optimal mental health. Körperliche Bewegung ist sehr, sehr wichtig für optimale psychische Gesundheit, also mentale Gesundheit. But I really want to talk with you about this question. Aber die eigentliche Frage, die ich jetzt hier ansprechen möchte, ist folgende. In the Garden of Eden, what kind of exercise do you think Adam and Eve did? Im Garten Eden, was denken Sie, welche Art von körperlicher Bewegung hatten dort Adam und Eva? Yeah, we just read about it, Wir haben das right? gerade gelesen. Let me tell you what I believe.
Lassen Sie mich erzählen, was ich glaube. I believe that people today exercise differently when they're doing useful work. Ich glaube, dass die Menschen heutzutage, wenn sie nützliche Arbeit tun, anders sich körperlich bewegen, as opposed when they just do exercise for the sake of exercise. als wenn sie sportliche Betätigung einfach nur um des Sports willen machen. If you go to the health club and you're exercising, Wenn man also zu so einem Fitnesscenter geht, is that what you mean? Yeah. Ja, und dort körperlich sich bewegt, if you're like most people, you want to get as much exercise as you can in the time that you have. dann, wenn sie so sind wie die meisten Leute, dann wollen sie in einer bestimmten Zeitspanne so viel körperliche Bewegung und Training bekommen wie möglich. But when you're working in your garden, Aber wenn sie in ihrem Garten arbeiten, what happens if you start to get tired? what, say again? When you start to get tired, Wenn man dann anfängt müde zu werden, most people, unless they have some artificial idea that they have to work so hard, dann ist es so, dass die meisten Leute, es sei denn, sie haben irgendeine künstliche Vorstellung darüber, dass sie so und so viel schaffen wollen, they'll find a place where they can sit down. wenn sie müde werden, dann gehen die meisten Leute an einen Ort und setzen sich einfach mal hin. They'll sit down and they'll see if they can find something. Sie setzen sich hin und gucken, ob sie irgendetwas ganz Bestimmtes hier finden können. Maybe they'll look around Vielleicht gucken sie, schauen and sich they'll see if they've got anything in their gucken, kitchen. ob sie in ihrer Küche irgendetwas haben. They'll look in their bags if Oder sie they're gucken in ihre if they brought a Taschen bag out with them out to the thing, and they'll maybe find und not candy. da irgendetwas Maybe Bestimmtes they'll finden, find a da keine bottle of water. Süßigkeiten, aber vielleicht irgendwo eine Flasche mit And they'll sit Wasser. back. Und sie setzen sich einfach hin, lehnen sich zurück. And then when they feel better, Und wenn sie sich dann besser fühlen, even if they made the camera people feel worse, selbst wenn sie dazu beigetragen haben, dass die Leute hinter der Kamera sich schlechter they'll go fühlen, back to work. dann gehen sie zurück an die Arbeit. Do you see? I know Sehen that Sie? wasn't really candy. Ich weiß, das war natürlich nicht wirklich eine Süßigkeit. It was for my voice. She was Sondern- getting worried about me. Da hat sich jemand Sorgen gemacht, dass meine Stimme nicht mehr mitmacht. But here's some research that we did. Aber hier sind Forschungsergebnisse, die wir zusammengetragen haben. When I was at the Lifestyle Center of America, Als ich gearbeitet habe im Lifestyle Center of America, we recruited a number of people from our community. haben wir einige Leute eingeladen, die dort in der Umgebung wohnten And we randomized them to one of three groups. und haben sie 3 verschiedenen Gruppen zugeordnet. The first group was just going to continue doing what they'd been doing. Die erste Gruppe hat das, was sie bisher an sportlicher Tätigkeit gemacht hat, einfach weitergemacht. And that was doing nothing. Und das war nichts, They were keine körperliche sedentary. Aktivität. Das waren also, die hatten eine sitzende Tätigkeit, die So haben sich nicht bewegt. That's the control group. Das war also die Kontrollgruppe. But the other two groups, we were going to either randomize them to continuous exercise Und die beiden anderen Gruppen haben wir entweder zugeteilt einer Gruppe, die durchgehendes Training gemacht hat, or we were going to do intermittent exercise. oder intermittierendes Training, also mit Pausen. Now, I was interested in this because I felt intermittent exercise more reproduced natural work. Und ich hatte Interesse an dieser Studie, weil ich der Meinung war, dass diese Gruppe, die diese intermittierende körperliche Bewegung gemacht hat, mehr das repräsentiert, was normale Arbeit ist. Now, in the controlled environment of the exercise study, Und unter diesen kontrollierten Bedingungen dieser Bewegungsstudie we actually did not have them doing gardening and chopping wood, haben wir sie jetzt nicht Gartenarbeit machen lassen oder Holz hacken, but we were monitoring them continuously in a gym with their heart rate. aber wir haben sie überwacht in einer Turnhalle quasi, haben sie dort trainieren lassen und haben dann ihren Puls überprüft. And without technically describing how we did the study, Und ohne dass ich jetzt die technischen Einzelheiten der Studie beschreiben will, let me just explain it simply. möchte ich das einfach nur mit einfachen Worten wiedergeben. Those who were doing the interval training, Diejenigen, die dieses Intervalltraining gemacht haben, they would maybe exercise for 30 seconds, die haben zum Beispiel nur 30 Sekunden lang sich bewegt and then for 30 seconds they'd do like a cool down. und dann haben sie 30 Sekunden lang etwas gemacht, was man so abkühlen nennen So if könnte. they were walking briskly on the treadmill Sie sind also meinetwegen 30 Sekunden auf einem Laufband sehr schnell gegangen for after about 30 seconds they would
take the level off the treadmill, they'd make it very slow, and they just walk very slowly. Und dann haben sie nach 30 Sekunden die Geschwindigkeit des Laufbands runtergestellt und sind nur noch ganz langsam gegangen. And it would be the same if they were on an exercise bicycle. Und vergleichbar wurde das Gleiche gemacht, zum Beispiel auf einem Trainingsrad. Or on a stair machine. Oder auf einem, wie nennt sich das, dieses Stepper, genau. It was all based on their heart rate, but I'm not going to go into the technical description. Das war immer abhängig von ihrem Puls, aber ich möchte hier die technischen Einzelheiten nicht ausführen. But I want you to get the picture. Aber ich möchte, dass Sie einfach so ein Allgemeinbild hier bekommen. One group is spending part of their exercise time, quote, resting. Das heißt, eine Gruppe benutzt einen Teil seiner körperlichen Aktivitätszeit einfach nur in einem Zustand des Ausruhens. And the other group was exercising continuously. Und die Vergleichsgruppe hat diese körperliche Tätigkeit ununterbrochen durchgeführt. Who do you think got the most benefit? Was glauben Sie, wer von den beiden Gruppen hatte den meisten Vorteil, den meisten Nutzen? Oh, she said those that die durchweg gearbeitet haben, the ones that were working continuously, she said. Okay, you'd think it would be the ones working Also Sie denken, dass continuously. diejenigen, die durchgearbeitet haben, den meisten Nutzen hatten. But that's not what we found. Aber das waren nicht die Ergebnisse unserer Forschung. When we technically measured their fitness, Wenn wir die Fitness gemessen haben, both the continuous and intermittent groups improved essentially equally. haben sich also im Vergleich zu der Kontrollgruppe beide Gruppen, sowohl die intermittierende Gruppe als auch die durchgehende Gruppe, sich erheblich verbessert. And then when we looked at the weight loss, Und wenn wir uns dann den Gewichtsverlust angeschaut haben, we saw something very interesting. dann haben wir etwas sehr Interessantes beobachtet. Now, it was no surprise what happened to the control group. Es war also, das, was mit der Kontrollgruppe geschehen ist, war keine Überraschung. They actually gained 3.5 pounds over the 10 weeks. Tatsächlich war es so, dass sie innerhalb der 10 Wochen 3,5 Pounds, das sind also knapp 3 Pfund, zugenommen haben. So 1,5 Kilo. Kilo and a half. Ja. And they actually gained body fat. Und ihr Fettgehalt, Körperfettgehalt hat zugenommen. The continuous group actually lost weight. Die Gruppe, die kontinuierlich trainiert hat, ohne Unterbrechung, hat lost fat, right? Yes. Hat einen Fettverlust gehabt. So when you look at this, they were about 2 or 3 kilometers better off. Wenn man sich also die beiden hier anschaut, Kontrollgruppe und CT-Gruppe, dann waren sie einige Kilometer auseinander. But they had no loss of body fat. Sie haben Gewicht verloren, aber sie haben kein Körperfett And verloren. remember, these were inactive people. They So actually they could lost benefit. weight, but they didn't lose body fat. Okay. That's right. Say the last They thing. needed to lose fat. Eigentlich hätten sie Fett verlieren sollen. And then if you look, though, at the intermittent group, Und wenn wir uns dann diese intermittierende Gruppe anschauen, they lost over twice as much weight, sie haben mehr als doppelt so viel Gewicht verloren and they actually lost body fat. und tatsächlich haben sie auch Körperfett verloren. So what was going on there? Was ist da also passiert? Actually, the evidence is that many people over-exercise even if they're inactive. Die Hinweise sind also die, dass die meisten Menschen zu viel trainieren, auch selbst dann, wenn sie inaktiv sind. Yes, and so really actually listening to your body when you exercise. Das heißt, was wir tun sollten, wenn wir uns körperlich aktiv bewegen, dass wir einfach auf unseren Körper hören. Doing useful work Nützliche Arbeit tun is especially powerful. ist besonders nützlich. Well, you can see we're doing really well. We've covered 2 of the NEWSTART elements. Wir können hier sehen, wir sind hier schon gut vorangekommen. Wir haben 2 der Elemente von NEWSTART schon betrachtet. And we need to have time for your questions and answers. Und wir brauchen aber auch noch Zeit für Fragen und Antworten. So I'm going to tell you what I think we should do. Und deswegen möchte ich hier folgenden Vorschlag machen. And you can veto my suggestion. Und wir können dann darüber abstimmen. Oder beziehungsweise Sie können Nein sagen zu dem, was ich vorschlage. Rather than systematically going through all the rest of these, Also anstatt, dass wir systematisch die weiteren Punkte durchgehen,
I think we'll go to the questions and answers at this time. Sollten wir vielleicht zu diesem Zeitpunkt lieber die Fragen und Antworten jetzt Because some of you may nehmen? have questions that relate to those and will then focus most on the areas that are of interest to you. Weil vielleicht einige Ihrer Fragen sich auf diese noch nicht behandelten Punkte beziehen und dann können wir ganz spezifisch darauf Bezug nehmen und dann darauf eingehen. What do you think about that strategy? You guys Was halten Sie davon? okay? You all okay with that? Alle einverstanden? Okay, so what we're going to do, we're going to give you a 5-minute break, Wir machen hier 5 Minuten Pause and then we'll come back for our question and answer und session. danach werden wir also eine Frage- und Antwortperiode hier haben. Okay. Okay.